Ist es wirklich ein Fehler, Trainingseinheiten nachzumachen, die Elite- oder sogar Weltklasse-Läufer auf ihren Social-Media-Kanälen oder bei YouTube veröffentlichen? Nein, sage ich, was Profis schneller macht, kann dich auch schneller machen. Du musst es nur klug machen. Hallo liebe Lauffreunde, Laufinteressierte oder auch Laufmuffel. Heute will ich mal ein Thema ansprechen, mit dem sich alle ambitionierten Läuferinnen und Läufer beschäftigen. Wie kann ich im Training neue Impulse setzen, sodass ich mich weiter verbessere? Ich will heute mal die Norwegian 4x4 ausprobieren, also die norwegischen 4x4. Das ist eine Einheit, die auch bei Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen auf dem Trainingsplan steht. Und ich bin überzeugt, die funktioniert auch für mich. Aber davon später mehr. Wer einen Trainer hat oder jemand, der ihm den Trainingsplan schreibt, der kann sich in der Regel darauf verlassen, dass der ihm immer mal was Neues, Spannendes und hoffentlich auch Funktionelles in den Plan schreibt. Dazu wird er sich mit anderen Trainern austauschen, wird vielleicht Lehrgänge besuchen, liest Studien und vielleicht auch nur heimlich, er wird mit Sicherheit auch im Internet mal schauen, was die Elite, was die Weltklasse so treibt. Und dann wird er schauen, wie kann ich diese Einheiten für meine Athleten adaptieren. Trotzdem hört man gerade von Trainern, von Laufexperten und Sportwissenschaftlern immer wieder die Warnung, mach das bloß nicht, schau nicht auf die Elite oder die Weltklasse, wenn die da irgendwas auf Instagram posten oder in ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ich aber sage, wenn du Bock hast, mach doch, aber mach es klug. In meinem Fall ist es ja so, dass ich meinen Trainingsplan selber schreibe. Nun, ich habe Sportwissenschaften studiert und bin jahrelang 400 Meter Hürden gelaufen. Insofern verstehe ich natürlich schon ein bisschen was von Trainingsplanung und Steuerung, aber das ist Jahrzehnte her. Und bis Januar 2020 bin ich noch nie in meinem Leben mehr als 8 oder 9 Kilometer maximal gelaufen. Also von Langstreckenlaufen und wie man sowas trainiert, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir verschiedene Trainingspläne besorgt, einen hier aus so einem alten Buch und dann habe ich im Internet einen von Dieter Baumann, dem Olympiasieger, gefunden, der den da kostenlos zur Verfügung gestellt hat und ja, irgendwo habe ich noch einen gefunden, ich weiß gar nicht mehr wo. Die waren alle in etwa ähnlich und ich habe mir dann so die Einheiten rausgepickt, die mir am sinnvollsten erschienen und wo ich auch als 400 Meter Hürdenläufer irgendwie so das Gefühl hatte, okay, das passt so ein bisschen zu mir. Während ich die Einheiten dann Woche für Woche durchgezogen habe, habe ich dann aber weiter recherchiert, habe im Internet viele Videos mir angeschaut von Trainern, von Läufern und vor allen Dingen auch von Triathleten. Die kennen sich besonders gut aus natürlich mit Ausdauersport, die sind ja noch länger unterwegs als ein Marathonläufer und die sind oft sehr kreativ, was die Trainingssteuerung und Trainingsplanung angeht. Und so bin ich dann auch auf diese Blockperiodisierung gekommen, die ich euch ja auch schon mal gezeigt habe. Also nicht immer mit dem gleichen Umfang trainieren, sondern über 3 Wochen die Umfänge steigern und dann wieder eine etwas kürzere Woche einbauen zur Regeneration. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass so eine Blockperiodisierung bei Spitzenathleten zu besseren Ergebnissen geführt hat, als immer mit den gleichen Umfängen zu trainieren. Und was für Topathleten funktioniert, das gilt eben auch für Hobbyläufer. Denn die physiologischen Abläufe während eines Trainings, aber vor allen Dingen die Anpassungsprozesse danach in der Muskulatur und im Herz-Kreislauf-System, die sind grundsätzlich bei allen Menschen gleich. Und genau deshalb funktionieren Trainingseinheiten, die Spitzen- oder gar Weltklasse-Athleten absolvieren, grundsätzlich auch für Amateure. Grundsätzlich. Voraussetzung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, du musst es clever angehen. Heißt im Klartext, wenn du auf Instagram siehst, wie der deutsche Marathonmeister Hendrik Pfeiffer 12 mal 1000 Meter in 2,52, 2,53 mit jeweils 200 Metern Trabpausen absolviert, dann kann das auch für dich zum richtigen Zeitpunkt eine richtig coole Einheit sein. Aber vermutlich nicht in 2,52 und vielleicht auch nicht 12, sondern nur 8 oder 10 Läufe. Und auch bei den Pausen wirst du möglicherweise etwas anpassen müssen. Hendrik läuft die Dinger 8 bis 9 Sekunden schneller als seine Marathon-Pace von ziemlich genau 3 Minuten pro Kilometer, sind also ungefähr 5% schneller. In meinem Fall 5% wären 14 bis 15 Sekunden. Jetzt kann ich überlegen, mache ich wie Hendrik 8 bis 9, vielleicht 10 Sekunden schneller, das wären so 3,5%. Dafür dann vielleicht 10 Wiederholungen, bleibe bei 200 Meter Trabpausen, die aber ganz sicherlich nicht in 52 Sekunden wie Hendrik, sondern das wäre ja bei mir schon Marathon-Pace, eher vielleicht 70 oder 80 Sekunden. Oder
Bleibe ich bei 5%, 14 bis 15 Sekunden schneller als meine Marathon-Pace, dann würde ich vielleicht nur 8 bis 10 Wiederholungen machen. Ich kann mir auch überlegen, ob ich vielleicht die Pausen länger mache, also 400 Meter Trabpausen. Wie genau ich die Einheit dann gestalte, mache ich von verschiedenen Faktoren abhängig. Also in welcher Phase meines Makrozyklus befinde ich mich, also innerhalb meines mehrmonatigen Trainingsplanes. In welcher Phase des Mesozyklus, also meiner 4-wöchigen Periodisierung. Außerdem spielen natürlich eine Rolle Temperatur, Wind, Regen, wie habe ich geschlafen, wie bin ich drauf. Ich komme zurück zur norwegischen 4x4, also 4 Läufe, 4 Minuten mit 4 Minuten Pause. Das Tolle an dieser Einheit ist, dass sie eigentlich schon per Definition für jeden Läufer, für jede Läuferin als Tempotraining, als Intervalltraining geeignet ist. Denn sie sagt ja eigentlich nur aus, dass du 4 Läufe möglichst gleichmäßig schnell laufen sollst und am Ende des 4. Laufes möglichst platt sein sollst. Als ehemaliger 400 Meter Höhenläufer sind mir solche Vorgaben natürlich bekannt. Da sind wir vielleicht 3x400 oder 4x300 gelaufen, auch alle möglichst gleich schnell und so, dass wir am Ende eigentlich ziemlich fix und fertig waren. Nun kann ich versuchen, die 4x4 irgendwie aus dem Bauch herauszulaufen. Sinnvoller erscheint mir aber schon, sich einmal kurz zu überlegen, welche Pace ist denn sinnvoll. In meinem Fall ist mein 10 Kilometer Tempo zum Beispiel etwa 4:10, 4:15. 5 Kilometer vielleicht um die 4 Minuten und meine maximale Leistung über 1000 Meter sollten etwas unter 3:30 sein. Wenn ich also 4x4 Minuten mit 4 Minuten Pause laufe, dann sollte ich etwas mehr als 4000 Meter schaffen. Das Tempo meiner Wahl sollte also irgendwo zwischen meiner 1000 Meter Bestzeit und meiner 5000 Meter Pace liegen. Ich gehe jetzt einfach mal für mich von 3 Minuten 45 pro Kilometer aus. Passenderweise ist das genau das Tempo, das ich hier bei mir auf dem Laufband im Fitnessstudio maximal einstellen kann, also 16 km/h. Insgesamt finde ich das Laufen auf dem Laufband irgendwie ein bisschen unnatürlich, aber der Vorteil ist, dass man halt sehr präzise seine Einheit steuern kann. Insbesondere bei Intervalltraining finde ich das absolut vorteilhaft. Mit dieser Geschwindigkeit, 16 km/h, habe ich schon einige Einheiten absolviert. Ich kann also ganz gut einschätzen, dass das vermutlich bei mir funktionieren sollte mit 4 Läufen, 4 Minuten. Und wenn ich dann aber merken sollte, dass aus irgendeinem Grund das halt nicht klappt, dann würde ich auf 3 Läufe reduzieren. 2 Minuten. Oder könnte dann auch die Geschwindigkeit vielleicht hier ein bisschen runterdrehen. Aber auf jeden Fall will ich es jetzt erstmal mit den 3:45 ausprobieren. Und ich glaube auch, dass 4 Läufe dann klappen sollten. Vierter Lauf. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also 4x4 Minuten, 4 Minuten Pause, Geschwindigkeit 16 Kilometer pro Stunde, also 3 Minuten 45 pro Kilometer. Achillessehne hat sich ganz leicht bemerkbar gemacht, Wade rechts, komischerweise auch ein bisschen, aber ansonsten hat das super funktioniert. Top-Einheit. Fazit: Ich kann die gleiche Trainingseinheit machen wie der Olympiasieger, Welt- und Europameister, aber eben angepasst an mein Niveau und meine Bedürfnisse. In meinem Körper aber finden infolge der Einheit die gleichen physiologischen Anpassungsprozesse statt, nur natürlich auch auf einem anderen Niveau. Ich werde also sehr wahrscheinlich deutlich mehr Regeneration brauchen als der 24-jährige Ingebrigtsen. Auch das muss ich dann natürlich in meiner Trainingsplanung und in der Steuerung berücksichtigen. Einen wichtigen Aspekt möchte ich noch nennen und das ist der psychologische oder mentale Effekt. Es ist einfach spannend, solche Einheiten der Profis auszuprobieren. Es motiviert und macht schlicht Spaß, vor allem wenn du es so intelligent angehst, dass du dich nicht überforderst und die Einheit mit einem Erfolgserlebnis beenden kannst. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Einheiten von Elite- oder gar Weltklasse-Läufern nachgemacht habt und wie es euch dabei ergangen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne mal den Daumen hoch und abonniert den Kanal.